Fühlst du dich manchmal am einsamsten, wenn die Person, die du liebst, direkt neben dir sitzt? Du spürst eine Mauer, die du nicht greifen kannst, aber die dich konsequent ausschließt. Heute entschlüsseln wir die subtilen Zeichen der emotionalen Unerreichbarkeit, damit du aufhörst, die Antwort bei dir zu suchen, wenn das Problem in der Dynamik liegt. 24 seconds, yeah, you better not stop. You got 24 seconds, can you beat the shadow? Put you in. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Voices of Growth. Heute sprechen wir nach wie vor über alle Beziehungsdynamiken, Probleme in der Beziehung und erkennen auch oder versuchen die Psychologie dahinter zu erkennen. Es wird natürlich nicht ein ganz normaler Ratgeber sein. Wir gehen wie die in den anderen Folgen auch immer intensiver rein, damit ihr es richtig verstehen könnt, reflektieren könnt und das auch in eurem Leben umsetzen könnt. Also fangen wir mit der schnellen und intensiven Analyse an. Wir sprechen oft über Liebe, aber selten über die Angst der Intimität. Wenn du dich in einer Schleife aus Hoffen befindest, ist dieses Video genau dein Kompass. Es geht nicht darum, den anderen zu verurteilen, denn das wollen wir nicht, sondern um dein eigenes Bindungsmuster zu verstehen und zu heilen. Die Konsistenzlücke, also intermittierende Verstärkung. Das erste Zeichen ist Unbeständigkeit. Mal ist die Nähe überwältigend, dann folgt der totale Rückzug. In der Psychologie, basierend auf B.F. Sinkers Forschung zur Koordinierung, nennen wir das intermittierende Verstärkung. Diese Form der Zuneigung wirkt wie eine Droge, weil du nicht weißt, wann der nächste Moment der Nähe kommt. Und deshalb wirst du süchtig danach. Das ist die Basis für viele oder alle toxischen Bindungsmuster. Du liebst nicht die Person, sondern den kurzen Rausch der Distanz, der entsteht bei dieser Person. Ein emotional nicht verfügbarer Partner reagiert auf echte Intimität mit Flucht. Sobald ein Gespräch tief eingeht oder ihr über gemeinsame Zukunft sprecht oder etwas plant, entsteht ein Nähe-Distanz-Muster. Je mehr du versuchst, die Lücke zu schließen, desto schneller zieht er sich zurück. Er schützt seine Autonomie, weil er Nähe gleichsetzt mit Kontrollverlust. Und das ist der klassische Stil der vermeidenden Bindung. Emotionale Erreichbarkeit erfordert emotionale Intelligenz. Wenn dein Partner bei emotionalen Themen abblockt, das Thema wechselt oder deine Gefühle als zu viel abtut, fehlt die Fähigkeit zu Koregulation. Du bleibst mit deinen Emotionen allein, während der andere sich in den sachlichen oder in den Schleichweg flüchtet. Achte darauf, ob dein Partner ständig von der einen Ex-Partnerin oder Ex-Freundin spricht oder von einer idealisierenden Zukunft träumt, aber im Hier und Jetzt emotional abweicht. Das ist nämlich eine Distanzierungsstrategie deines Partners, was er so für sich erarbeitet hat, unbewusst. Indem er emotional woanders ist, muss er sich nicht auf die echte, fordernde Intimität mit dir einlassen. Aber das Allerwichtigste ist dein Verhalten. Hast du das Gefühl, du musst die emotionale Arbeit für beide leisten? Übernimmst du diese überverantwortliche Rollen, indem du seine Kindheit analysierst und ihn dafür entschuldigst? Wenn du zu Therapeuten deines Partners wirst, hast du aufgehört, eine Partnerin auf Augenhöhe zu sein. Du versuchst eine Mauer einzureißen, die der andere aktiv aufrechterhält. Wichtig ist, erkenne an, du kannst niemanden emotional nachreifen lassen. Und da gebe ich jetzt eine Mini-Lösung. Erstens, hör auf zu graben. Wenn dir jemand keine Nähe geben möchte, heißt nicht die Antwort, du musst dich mehr bemühen. Zweitens, Grenze setzen. Ganz wichtig. Kommuniziere deine Bedürfnisse klar. Ein emotional verfügbarer Partner wird versuchen, es zu verstehen. Und ein unerreichbarer Partner wird es als einen Angriff sehen. Dritter Punkt, Selbstfokus. Warum ziehst du Partner an, die dir nicht das geben, was du in diesem Moment brauchst? Oder spiegelt der Partner unsere unbewusste Angst von echter Intimität? Ganz, ganz, ganz wichtig. Es liegt nicht an deinem Wert. Es ist nicht deine Schuld, dass es so ist. Natürlich hast du ihn angezogen, weil du es in dir drinne hast, aber wie er zu dir ist nicht deine Schuld. Und es ist auch nicht deine Schuld, dass dein Partner keine Brücke baut mit dir gemeinsam. Es liegt an der Dynamik, die du hoffentlich jetzt, nachdem du dieses Video gesehen hast, durchschaut hast. Und natürlich werde ich nächste Woche oder in den nächsten Wochen ein Video machen, wie du diese überverantwortliche Rolle endlich da rauskommst, was in deiner Kindheit dir tief, tief, tief
beigebracht wurde und du das ständig in deinem Alltag machst, aber unglücklich bist. Und das sollte ja auch nicht so sein. Und das werde ich dir beibringen, wie du da rauskommst. Und ich werde eine Stütze sein und dir hoffentlich helfen, wie du da rauskommst. Hast du denn schon mal eine dieser Anzeichen in deiner Beziehung gespürt? Welches davon war am härtesten oder was hast du erlebt, was ich noch nicht erwähnt habe? Ich würde mich sehr freuen, wenn du das in den Kommentaren hinterlässt. Und natürlich freue ich mich auf jeden Abonnenten. Der Button ist hier irgendwo. Ich bin jede Woche Donnerstag um 18:30 Uhr auf Spotify und Apple Podcast für dich da und natürlich auf YouTube auf meinem Kanal. Und wie schon gesagt, wenn du Anregungen hast, kannst du mir gerne schreiben. Du bist nicht allein, du bist wertvoll, du bist geliebt und wirst geliebt. Da bin ich mir ganz sicher. Du musst daran glauben und niemals aufhören zu hoffen, denn das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir in unser Leben haben, Hoffnung haben. Und verliere das niemals, verliere dieses kleine Licht niemals in dir, egal wie dunkel es auch wird. Pass gut auf dich auf und ich liebe dich, wie ich schon gesagt habe, und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Tschüss!